Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Das Buch Die Leber wächst mit ihren Aufgaben von Eckhard von Hirschhausen ist eines der populärsten Werke der deutschen Sachliteratur und verbindet geschickt medizinisches Wissen mit einem feinen Sinn für Humor. Hirschhausen, selbst Arzt und Kabarettist, versteht es, komplexe medizinische Zusammenhänge auf verständliche und unterhaltsame Weise zu vermitteln. Der Titel deutet schon an, dass das Buch nicht nur die Leber als Organ in den Mittelpunkt stellt, sondern auch den menschlichen Körper, seine Wunder und Schwächen insgesamt betrachtet. Der Autor macht aus seinem Erfahrungsfundus als Mediziner und Bühnenkünstler kein Geheimnis und schafft so ein einzigartiges Leseerlebnis, das Bildungsinteresse und Freude am Lesen zugleich anspricht. Das Buch richtet sich an alle, die sich für ihren Körper interessieren und wissen möchten, wie Gesundheit und Krankheit auf oft humorvolle und manchmal unerwartete Weise zusammenspielen. Hirschhausen nutzt zahlreiche Anekdoten, praktische Ratschläge und originelle Vergleiche, um ein tiefgreifendes Verständnis für Medizin und das Leben allgemein zu schaffen. Ob für medizinische Laien oder Experten, die das Fach aus einem ungewohnten Blickwinkel betrachten wollen, bietet dieses Buch einen unterhaltsamen Zugang zu wichtigen Erkenntnissen über unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Bedeutung der Leber für den menschlichen Körper. Eckhard von Hirschhausen widmet dem titelgebenden Organ der Leber ein besonders detailliertes Kapitel. Er erklärt, welche lebenswichtigen Aufgaben die Leber übernimmt, beispielsweise die Entgiftung des Körpers, die Produktion lebensnotwendiger Proteine oder die Speicherung von wichtigen Nährstoffen und Vitaminen. Mit anschaulichen Beispielen und Vergleichen wird verdeutlicht, warum die Leber als das chemische Kraftwerk des Körpers gilt. Hirschhausen warnt zugleich vor den Folgen von Überlastung, etwa durch Alkoholmissbrauch oder ungesunde Ernährung. Der Autor plädiert für einen bewussteren Umgang mit dem eigenen Körper und gibt leicht umsetzbare Tipps, wie man die Leber gesund erhalten kann. Die humorvolle Darstellung sorgt dafür, dass das oftmals trockene Thema ansprechend und verständlich bleibt, was sowohl jüngeren als auch älteren Lesern zugutekommt. Zweitens. Humor als Heilmittel. Ein zentrales Thema des Buches ist die Kraft des Humors, insbesondere im Umgang mit Krankheiten. Hirschhausen illustriert, wie Lachen nicht nur die Stimmung hebt, sondern nachweislich das Wohlbefinden und sogar Heilungsprozesse fördert. Er berichtet von wissenschaftlichen Studien über die positiven Effekte des Lachens auf das Immunsystem, den Kreislauf und die Psyche. Durch zahlreiche Anekdoten aus dem Klinikalltag, aber auch durch persönliche Erlebnisse, zeigt der Autor, wie absurd und gleichzeitig lehrreich der medizinische Alltag oft ist. Er appelliert an die Leser, nicht alles im Leben zu verbissen zu nehmen, sondern häufiger über die eigenen Fehler und Schwächen zu lachen. Diese Haltung erleichtert nachweislich den Umgang mit Herausforderungen, wie sie im Alltag und während einer Krankheit auftreten können, und erweitert so den klassischen Begriff von Medizin um eine neue Dimension. Drittens. Wissenschaft und Mythen in der Medizin. In diesem Buch widmet Hirschhausen ein großes Augenmerk darauf, medizinische Mythen aufzudecken und durch wissenschaftlich fundierte Informationen zu ersetzen. Viele Volksweisheiten und Alltagsratschläge werden kritisch unter die Lupe genommen. Er entlarvt typische Missverständnisse, etwa die angebliche Notwendigkeit täglicher Vitaminpräparate oder die Wirkungslosigkeit bestimmter Hausmittel. Dabei gelingt es ihm, auf unterhaltsame Art und Weise aufzuzeigen, wie leicht wir uns täuschen lassen und wie wichtig es ist, den eigenen Körper wirklich zu verstehen. Durch die Verbindung von fundiertem Wissen und anschaulichen Beispielen fördert Hirschhausen das kritische Hinterfragen gesundheitlicher Empfehlungen und motiviert dazu, eigenverantwortlich und informiert zu handeln. Viertens. Gesundheit im Alltag und Prävention. Ein weiteres zentrales Thema ist das breite Feld der Präventionsmaßnahmen und die Bedeutung gesunder Alltagsgewohnheiten. Hirschhausen gibt seine Erfahrung als praktizierender Arzt weiter und zeigt auf, dass viele Krankheiten durch kleine Veränderungen im Alltag vermeidbar sind. Themen wie Ernährung, Bewegung, Stressbewältigung und Schlaf werden ausführlich behandelt und mit einfachen, alltagstauglichen Tipps versehen.
Der Autor legt dabei Wert darauf, nicht zu missionieren, sondern zum Nachdenken anzuregen. Er macht deutlich, dass Prävention nicht Verzicht, sondern Lebensqualität bedeuten kann. Seine humorvollen Beispiele zeigen, dass Gesundheitsvorsorge Spaß machen und nachhaltig im Alltag integriert werden kann, ohne dass man sein Leben komplett umkrempeln muss. Schließlich ein neuer Blick auf das Arzt-Patienten-Verhältnis. In Die Leber wächst mit ihren Aufgaben reflektiert Hirschhausen auch kritisch die Beziehung zwischen Ärzten und Patienten. Er beleuchtet, wie Missverständnisse, Kommunikationsprobleme oder überhöhte Erwartungen das gegenseitige Vertrauen beeinflussen können. Zudem stellt er dar, wie die moderne Medizin oft technikgläubig und ökonomisch bestimmt ist, wodurch Menschlichkeit zu kurz kommt. Hirschhausen fordert eine partnerschaftliche Kooperation auf Augenhöhe, in der Ärzte nicht bloß Expertenwissen vermitteln, sondern dem Patienten auch zuhören und ihn ernst nehmen. Durch seine humorvolle und empathische Sichtweise regt er zu einem Umdenken an. Gesundheit ist eine gemeinsame Aufgabe, bei der gegenseitiges Vertrauen, Wissensaustausch und die individuelle Lebenssituation des Patienten eine größere Rolle spielen sollten als starre Leitlinien und technisches Know-how allein. Zusammenfassend: Die Leber wächst mit ihren Aufgaben von Eckhard von Hirschhausen ist ein wertvolles Buch für alle, die mehr über ihren Körper, Gesundheit und Medizin erfahren möchten, ohne dabei auf Humor und Leichtigkeit zu verzichten. Besonders geeignet ist das Buch für Menschen, die mit der oft trockenen Vermittlung von medizinischen Inhalten wenig anfangen können und auf der Suche nach einem motivierenden und unterhaltsamen Zugang zur Gesundheit sind. Es richtet sich an Laien genauso wie an medizinisch Vorgebildete, die neue, vielleicht sogar humorvolle Perspektiven auf ihren Alltag gewinnen möchten. Auch für Angehörige medizinischer Berufe kann dieses Buch eine erfrischende Ergänzung sein, da es daran erinnert, wie wichtig Menschlichkeit und Humor für das Arzt-Patienten-Verhältnis sind. Der Nutzen des Buches für das eigene Leben besteht darin, dass es Verständnis und Verantwortung für die eigene Gesundheit fördert, falsche Mythen entlarvt und dabei hilft, wissenschaftliche Fakten von Aberglauben zu unterscheiden. Im Vergleich zu vielen anderen Gesundheitsratgebern bietet Hirschhausens Werk eine einzigartige Kombination aus Fachwissen, Anekdoten und Comedy, was die Inhalte greifbar und unvergesslich macht. Man sollte sich für dieses Buch entscheiden, weil es eine Brücke schlägt zwischen ernster Information und lebensfrohem Zugang zu medizinischen Themen. Eine Mischung, die es unter Sachbüchern so kaum ein zweites Mal gibt. So wird nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch die Lust am Leben gestärkt und das Bewusstsein, wie sehr wir selbst aktiv für unser Wohlbefinden sorgen können. Wenn Sie unterstützen möchten Eckhard von Hirschhausen, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.